Du willst nah in der Natur sein und das auch in der Nacht? Wir waren mit meinem Bruder für ein Wochenende in der sächsischen Schweiz und haben wild gecampt. In einer Bofe. Was du dabei beachten musst, erfährst du in unserem neuesten Video. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt, wo ich das Intro gerade aufnehme, sind Beherbergungsverbote ein Thema. Für mich als Blinder bedeutet das, dass ich in manchen Bundesländern überhaupt nicht in Hotels oder Unterkünften übernachten darf. Falls dich das auch betrifft, aber du trotzdem gerne unterwegs sein möchtest, möchte ich dir eine Sache vorstellen, die dir das ganze Jahr offen steht. Das Wildcampen in einer Bofe. What? Bis vor kurzem wusste ich gar nicht, was das ist, also lass uns das einmal anschauen. Vielleicht gibt es das in deiner Gegend auch unter einem anderen Namen. In Sachsen kennzeichnet das Bofen die Übernachtung in der freien Natur. Diese Tradition geht auf Bergsteiger zurück, die sich nach dem Abstieg von den Strapazen erholen wollten. Autsch! Legal ist dies gemäß Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft. Hiernach ist die Freiübernachtung für Bergsteiger in gekennzeichneten Orten erlaubt, sofern du rücksichtsvoll umgehst und die Natur schonst. Die Parkordnung der Sächsischen Schweiz betont zusätzlich, dass Bofen keine Touristenattraktion ist. Daher sind besonders verboten das Aufstellen von Zelten, offenes Feuer und das Hinterlassen von Müll. Was genau den Klettersport von Wandern mit Klettereinlagen unterscheidet, wird auch hier nicht definiert. Außerdem hatten wir erfahren, dass Wanderer in den Bofen von den Rangern toleriert werden. Das Elbsandsteingebirge ist 700 Quadratkilometer groß und teilt sich in die deutsche Hälfte der Sächsischen Schweiz und die tschechische Hälfte der Böhmischen Schweiz. Der Plan war, am Freitagabend mit dem Zug anzureisen und erstmal auf einem Zeltplatz zu campen. Samstag wandern wir durch den Naturpark und übernachten in der Bofe. Am Sonntag wandern wir locker weiter, um abends dann wieder mit der Bahn nach Hause zu fahren. Für die Tour mussten wir uns vorbereiten. In unsere Rucksäcke kamen dafür ein Zelt für 2, Isomatten, Schlafsäcke, Wechselwäsche, Hygieneartikel, Taschen- oder Stirnlampe, ein Erste-Hilfe-Set, Verpflegung für 3 Tage sowie 3 Liter Wasser pro Person. Außerdem für mich noch Powerbank und Fotoausrüstung. Mein Rucksack hatte damit ein Gewicht von 15 Kilo, das ich für die Wanderung tragen musste. Von Berlin brauchten wir mit der Bahn weniger als 2,5 Stunden, vorbei an Dresden, nach Bad Schandau. Alles klar, wir sind jetzt in Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz. Mal schauen, ob wir heute noch einen Zeltplatz finden. Nach weniger als einer Stunde Fußweg erreichten wir den Campingplatz Ostrauer Mühle bei Einbruch der Dunkelheit. Wir bauten unser Zelt auf und bereiteten uns auf die erste Nacht vor. Alles klar, erzähl doch mal, Alex, das ist ein Tarp. Ja, Hauptstück bildet eine LKW-Plane aus dem Baumarkt. Die Luxusvariante für 7,99 €. Die hat rundherum diese Metallösen, die dann ganz praktisch sind, um da entweder Schnüre reinzumachen oder auch mal einen angespitzten Baumstamm, wenn man jetzt keinen Baum in der Nähe hat. Ja. Dann wird diese Plane auf 2 Punkten festgehalten, abgespannt mit Schnüren und dann an den Enden mit Heringen fixiert, vorne und hinten offen. Je nach Wetter lässt sich dann auch die eine Seite absenken. Und der Vorteil ist, man kann das super leicht transportieren. Ja, natürlich das Gewicht und das geringe Packmaß und die Flexibilität. Genau, wenn du jetzt irgendwo in der Felsspalte bist, dann kannst du es halt ein bisschen schmaler bauen. Dagegen hier bei unserem Zelt, ne, da brauchst du halt deine 2 Quadratmeter oder was es ist. Ja. Am nächsten Tag starteten wir mit viel Wanderlust in den Tag. Ja, Beutel, da kommt das Wasser rein. Der Aufsatz hier, da ist das Filter drin, durch die dann Bakterien und Einzeller rausgefiltert werden. Funktioniert so ein bisschen wie eine Niere. Du kannst ja entweder direkt daraus trinken oder was ich mache, dass ich das einfach durchlaufen lasse. Der Preis für den Zeltplatz betrug 7 € pro Person sowie 2 € Kurtaxe. Eine warme Dusche kostet extra, wobei du mit dem Leitungswasser zu einer warmen Katzendusche gelangst. Okay, die erste Nacht war schon mal sehr komfortabel, aber heute geht es ins Gebirge ohne warmes Wasser und mit sehr viel Natur. Zu Beginn gab es immer mal wieder eine Möglichkeit zur Abkühlung und um das Wasser nachzufüllen. Doch je weiter wir in den Naturpark gingen, umso felsiger wurde es. So, jetzt laufen wir hier durch einen Canyon oder eine Schlucht. Und wir sind auf dem Weg zur Wilden Hölle. Die Wilde Hölle ist eine Stiege entlang des Affensteinpfads. Auf dem Weg begegneten wir Bergsteigern und wir merkten, dass der Weg bald schwerer wird. Wow. Okay. Immerhin haben wir hier Treppen. Hier nicht mehr.
Nach dem anstrengenden Aufstieg wurden wir mit einem tollen Ausblick vom Carola-Felsen belohnt. Schließlich kamen wir in unserer Bofe an. Es erschien mir zuerst etwas gruselig, aber das hier war unsere Unterkunft für die Nacht, in einem Felsvorsprung in der Natur. So, wir sind jetzt 8 Stunden gewandert und sind in einer Bofe angekommen. Ein Felsvorsprung, wo auch schon Leute ihre Isomatten hingelegt haben. Irgendwelche Leute, die jetzt gerade nicht hier sind. Hoffentlich geht's ihnen gut. So, die Nacht in der Bofe haben wir überstanden. Das Wetter war sehr ruhig, es waren nicht viele Tiere. Trotzdem bin ich in der Nacht bestimmt 10-mal wach geworden und habe mich umgedreht. Deswegen habe ich heute mal die Sonnenbrille weiter auf. Hier sind wir auf jeden Fall fit und freuen uns auf Tag Nummer 2 der Wanderung. So, wir laufen jetzt über den Bergstieg auf den Winterberg. Es wird auf jeden Fall wärmer, bestimmt wieder an die 30 Grad. Leider war es dann doch ziemlich weit. Wir schafften es dennoch bis zur Kipphorn-Aussicht und hatten einen tollen Ausblick über das Elbtal. In Schmilka genossen wir dann ein wenig Zivilisation und machten uns mit Fähre und S-Bahn zurück nach Bad Schandau, wo der Intercity uns wieder nach Berlin fuhr. Alles in allem war das ein abenteuerlicher und auch kostengünstiger Trip. Pro Person hatten wir für das Wochenende Folgendes bezahlt: 48 € für die Zugfahrt hin und zurück, 9 € für den Campingplatz inklusive Kurtaxe, 3 € für Boots- und S-Bahn-Fahrt zwischen Schmilka und Bad Schandau. Hinzu kommen etwa 10 € für Proviant. Außerdem hatten wir in Schmilka ein paar Kaltgetränke für 7 € und eine warme Linsensuppe für 8 € genossen. Ihr merkt, das Bofen ist nicht für jeden geeignet, da du einiges an Komfort gegenüber einer Hotelübernachtung mit warmer Dusche einbüßt. Außerdem wollen wir betonen, dass du beim Bofen die Natur und deine Mitmenschen respektieren solltest. Nimm also vor allem deinen Müll wieder mit und respektiere andere Mitreisenden. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns einen Like da und falls du noch mehr erfahren möchtest, abonniere unseren Kanal Your Life to Travel. Bis dann!